Willkommen zu meinem neuen Camper, beziehungsweise meinem ersten Camper überhaupt. Ich bin also Laie auf dem Gebiet und daher kannst du von meinen Fehlern lernen. Warum habe ich mich für diesen Camper entschieden? Die Marke spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Da gibt es ja einige Modelle von Chanson, von Challenger, Malibu, Clevervans. Die sind alle sehr ähnlich. Aber irgendwann muss man eben seine Kaufentscheidung treffen. Und die habe ich im Vorfeld getroffen in meinem Menorca-Urlaub. Da gibt es ja auch ein Video zu, da habe ich mir einen solchen Camper geliehen. Und zwar exakt diese Abmaße. Da ist mir halt bewusst geworden, dass man einen Camper zwar braucht, der möglichst groß ist, aber er darf nicht zu groß sein. Es soll also ein alltagstaugliches Fahrzeug sein. Und da ist diese Größe, die man fachlich als L2H2 bezeichnet, also die Länge 2 Kastenwagen und die Höhe 2, die gibt es dann auch unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel den L3H2, der ist dann 6 Meter lang, aber damit kommst du eben schon wieder nicht mehr in eine normale Parklücke rein oder am Supermarkt kriegst du Probleme, besonders eben in südlichen Ländern. Da war für mich wichtig, ein alltagstauglicher Camper. Und das ist der. Komm mal rein. Hier hat sogar ein Fliegengitter. Da habe ich noch jede Menge Lumpe. Wie ich in meinem Kurzvideo schon gezeigt habe, hat er alles. Das Führerhaus, das Cockpit natürlich, eine richtige Essecke bzw. ein Büro, wo man dran arbeiten kann. Die Küche mit Kochfeldern und einem separaten Waschbecken. Das ist auch ziemlich wichtig, weil viele haben das ja integriert. Eine Dusche und WC und da hinten das Schlafgemach mit Schränken. Auch ein Grund, warum ich mich für diesen Camper von Chanson entschieden habe. Denn es gibt keinen anderen Camper, der so große Schränke hat. Wenn du deinen Camper auswählst, dann solltest du dich entscheiden, willst du wie bei einer Wohnung in einen Rohbau einziehen, in dem du alles selber machst, nach deinen Vorstellungen, oder willst du in eine bereits möblierte Wohnung einziehen? Ich habe mich für die möblierte Wohnung entschieden, allerdings bedeutet das noch nicht, dass sie dann direkt wohnlich ist. Man hat hier zwar alles drin, aber schon nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, es fehlen zwei wichtige Aspekte, beziehungsweise zwei wichtige Aspekte sind zu verbessern. Gerade in solchen günstigen Campervans. Weil, wie ich schon sagte, die Preise, die liegen unterhalb von diesen Preisen, die man noch vor wenigen Jahren für einen mit 100.000 Kilometern bezahlt hat, bekommt man jetzt ein nagelneues Auto. Damit ist aber eben, wie gesagt, noch nicht fertig, die Wohnung in dem Auto. Das große Manko von solchen Campern ist zum einen die Dämmung hinsichtlich Temperatur und Schall und zum anderen die Sicherheit. Beides muss man definitiv nachrüsten. Ansonsten hast du ein Auto, was ziemlich leicht auskühlt und bei dem jedes Geräusch von einem Stein, der irgendwo runterbröselt, im Auto zu hören ist. Und auf der anderen Seite hast du dann auch ein Auto, in dem man relativ leicht einsteigen kann oder dich da drin auch überfallen kann. Beides habe ich zum Teil nachgebessert und werde ich noch nachbessern. Viele von euch, genauso wie ich, denken ja beim Campen nicht daran, dass sie irgendwo auf einem Campingplatz stehen mit hunderten Wohnwagen und da eben am Landstrom angesteckt sind, sondern ihr wollt autark stehen. Unabhängig, irgendwo in der Wildnis, gerade hier in Norwegen, wo es auch erlaubt ist. Und da ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo kommt der Strom her? Ich habe oben auf dem Dach Solarplatten, aber die müssen ja irgendwo gespeichert werden. Ich dachte eigentlich, so habe ich es in der Anzeige jedenfalls verstanden zu diesem Auto, es wäre schon eine Batterie dabei, war aber nicht. Aber zum Glück habe ich einen Sponsor für die Batterie gefunden und nicht nur irgendeine Batterie, sondern eine ganz besondere Batterie, die Life PO4 von Leatime. Da bedanke ich mich schon mal für. Das ist die sogenannte Aufbaubatterie. Die Aufbaubatterie, die brauchst du, um den ganzen Betrieb im Haus des Wohnwagens bzw. des Wohnmobils zu betreiben. Du hast natürlich die ganz normale Starterbatterie des Fahrzeugs, die bleibt auch unangetastet. Aber alles, was hier läuft, zum Beispiel der Kühlschrank, das Licht, Dusche, Wasserpumpe, Gas und so weiter, das läuft alles über die Aufbaubatterie, die sich hier drunter befindet. Das ist eine 100 Ampere Batterie und das Besondere an dieser Batterie ist, dass sie wesentlich leichter ist als das, was du wahrscheinlich kennst an Batterien. Du kennst ja diese Bleiklötzer. Das Format ist sehr ähnlich, aber diese Batterien wiegen nicht einmal die Hälfte davon. Die kann man problemlos
mit einer Hand halten. Überhaupt kein Problem. Und das Besondere ist auch, dass es eine Bluetooth-Batterie ist. Das heißt, ich kann erkennen über eine App, wie der Ladezustand ist. Das ist besonders praktisch, wenn man halt eine Batterie gelegentlich mal benutzt. Zum Beispiel eben bei einem Campingausflug oder zum Angeln. Der weitere Vorteil ist, dass sie sich wesentlich niedriger entladen lassen. Denn tatsächlich kannst du eine normale Bleibatterie, also diese schweren Klötze, die du kennst, kannst du nicht wirklich entladen, weil dann ist sie nämlich kaputt. Und da machen die meisten eben auch über den Regler einen Stopp und dann kannst du eben nicht weiter entladen. Das heißt, wenn deine Batterie 100 Ampere-Stunden hat, kannst du real nur 50 davon nutzen. Und bei diesen Batterien ist das anders, bei diesen modernen LiFePO 4 oder 4 Batterien. Die kannst du fast komplett entladen. Und der nächste wichtige Punkt ist, die kannst du nicht 300 bis 400 Mal vollladen und komplett entladen, sondern die kannst du über 3000 Mal be- und entladen. Und wenn man das mal ausrechnet, dann bist du am Ende mit so einer teuren Batterie viel besser dran. Auf der Webseite von Leadtime finden sich alle Angaben detailliert beschrieben. Die Batterie hat auch einen Kälteschutz, was besonders wichtig ist, wenn man hier in Norwegen unterwegs ist, sowohl im Wohnmobil als auch im Boot. Ich habe in meinem Camper in etwa die auf der Grafik zu sehende Installation. Wichtig zu wissen, vor allem für Camping-Neulinge: Im Normalfall hast du in einem Camper ab Werk keine 230 Volt zur Verfügung, wenn du autark stehst. Die 230 Volt aus den Steckdosen hier, die hast du nur dann zur Verfügung, wenn du am sogenannten Landstrom angesteckt bist. Auf dem Campingplatz oder wie ich hier gerade im Haus. Willst du dennoch 230 Volt haben, um zum Beispiel einen Föhn zu betreiben, dein Laptop, einen Wasserkocher, dann brauchst du noch die Nachrüstung eines Wechselrichters. Und die habe ich auch mit dieser Leadtime Batterie kombiniert. Und zwar befindet sich hier unter meiner Sitzgruppe, wenn man so will, mein Wechselrichter bzw. das Terminal. Der ist derzeit angeschaltet, der Wechselrichter wird aber jetzt ausgeschaltet, denn der Wechselrichter verbraucht ebenfalls Strom, um die 12 Volt, die von der Solaranlage kommen, in 230 Volt zu wandeln. Daher nur anschalten, wenn man den Strom auch braucht. Und auch nur diese beiden Steckdosen sind mit dem Wechselrichter direkt verbunden. Alle anderen Steckdosen sind in dem Fall nur mit dem sogenannten Landstrom nutzbar. Dann öffnen wir die Sitzbank und darunter befindet sich halt meine Aufbaubatterie von Leadtime. Und hier habe ich den Wechselrichter installiert. Der hat auch noch einen eigenen USB-Ausgang, den kann man sich auch rauslegen, wenn man will. Und dieser Wechselrichter, wie gesagt, der wandelt den 12 Volt Strom aus der Batterie in 230 Volt Netzspannung. Die Aufbaubatterie von Leadtime wird natürlich während der Fahrt geladen. Wenn du allerdings längere Zeit stehst und entsprechend Strom verbrauchst, musst du sie auf andere Art nachladen. Im Idealfall Solarenergie. Die Einsatzbereiche dieser Hochleistungsbatterie sind natürlich in erster Linie beim Campen, aber auch als Schleppmotor beim Angeln oder in einer Hütte off-grid. Der Kühlschrank hier im Wagen ist aber nicht der einzige, der mit Strom betrieben wird, sondern ich habe von der Firma Croak eine große Kühlkiste geschenkt bekommen, die ich hier gerne vorstellen möchte. Denn es ist klar, du bist in Norwegen und willst auf jeden Fall Fisch mitnehmen oder zumindest für mehrere Tage konservieren. Und da reicht eben so ein kleiner Bordkühlschrank oft nicht bei den Mengen, die man hier in Norwegen fangen kann. Deswegen möchte ich dir mal diese Kühlkiste vorstellen, die wirklich ziemlich toll ist. Es handelt sich dabei um einen mobilen, aber vollwertigen Kompressorkühlschrank mit 45 Liter Fassungsvermögen. Dadurch, dass ich über ein Jahrzehnt auf den heißen Kanaren gewohnt habe, habe ich schon einige Kühlkisten ausprobiert. Die Isolierung und die elektrische Kühlfunktion dieser sogenannten Autokühlschränke aus dem Discounter sind einfach minderwertig. Daher freue ich mich, endlich mal ein hochwertiges Gerät ausprobieren zu können. Die Kühlbox kann man in 2 Fächer unterteilen, die man dann auch getrennt voneinander regeln kann. Zum Beispiel ein Fach friert, das andere kühlt. Als sinnvolles Extra gerade für uns Angler ist ein Schneidebrett integriert. Und ganz wichtig, ein Ablauf, aus dem man Blut und Wasser herauslaufen und die Kiste ordentlich reinigen kann. Im Gegensatz zu diesen nach kurzer Zeit eklig stinkenden Supermarktkisten. So, dann wollen wir die Kühlkiste erstmal laden. Gibt es unten einen Anschluss. So gehört der. Und natürlich in die Wandsteckdose. Selbstverständlich kann man die Box auch mit einem 12 Volt Zigarettenanzünderanschluss laden. Über diese Funktionstasten bzw. das Display kann man die Temperatur entsprechend einstellen, die man in diesem Kühlschrank bzw. Autogefrierschrank haben möchte. Zuerst einmal entsichern. So.
Und dann kann man auf -8 habe ich die Temperatur jetzt eingestellt. Das sollte erstmal reichen. Das wäre schon ein enormes Ergebnis für so einen Autogefrierschrank. Wenn Fragen aufkommen, die Bedienungsanleitung gibt es natürlich auch dazu. Und die gibt es auch sogar komplett auf Deutsch. In meinem Fall will ich den Kühlschrank bzw. den Gefrierschrank über die App steuern. Und dazu muss ich diese App herunterladen. Mit der Tuya-App lässt sich eine ganze Reihe von Geräten via Bluetooth oder Wi-Fi steuern. Man kann einen Eco-Modus einstellen und einen Batterieschutz, was natürlich besonders beim Campen wichtig ist. Und natürlich die Temperatur, die man auch überwachen kann. Du weißt ganz genau, wie viel Temperatur die Kiste noch hat oder ob du mal wieder einen Anschluss musst oder nicht. Finde ich ziemlich cool und da geht halt jede Menge rein. Und ich sehe auch, was meine Solarpaneele an Strom da reinbringen in die Batterie und kann daher abschätzen, wie lang mein Strom der Batterie reicht. Ja, ich hoffe, euch hat meine Roomtour gefallen und habt vielleicht ein paar Entscheidungshilfen für euch selbst gewonnen. Sicher wird es noch einige weitere Videos mit dem Camper hier geben, denn gerade in Norwegen gehört das Campen im Camper und das Angeln eben dazu. Daher abonniere doch meinen Kanal und sag, was du davon hältst, für was du dich entschieden hast an Campern. Ich habe hier in Norwegen schon sehr schräge Sachen gesehen, von Leuten, die wochenlang im Kombi gehaust haben, bis halt zu Leuten, die in 7 Meter großen Wohnmobilen geschlafen haben. Aber dazu habe ich auch ein kleines E-Book veröffentlicht. Könnt ihr auch auf meinem Kanal finden. Bis demnächst.